Hallo, ich habe mal wieder ein bisschen gekramt und ja, wir machen heute mal einmal reinschauen und zwar in Alan Wake 2. Das liegt auch schon wieder bei mir viel zu lang rum und deswegen muss ich irgendwann mal anfangen. Und der Tag ist heute. Ja, dann würde ich sagen, gar nicht lange fackeln und rein ins neue Spiel. Wir spielen es einfach auf normal. Ich hoffe, mein PC stirbt nicht bei dem Spiel. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. Okay, wir spielen jetzt also den Typen hier. Okay, schauen wir mal rein. Warum auch immer er jetzt nackt im See da unterwegs war, ich weiß es nicht. Wird schon seinen Grund haben. Already gone. Okay, waren das einfach irgendwelche, die den Wald erkundet haben? Wahrscheinlich. Ja. Oder Jumpscare? Okay, wir gehen einfach weiter. Das ist... Ah, wir dürfen jetzt rennen. Hallo, mehr Jumpscares. Es regnet jetzt auch noch. Es geht immer besser. Also ich wirklich den falschen Zeitpunkt zum Schwimmen ausgesucht. Hi, ihr da.
And he's dead. Where's the rest of the stuff? I need to finish this. What the fuck? Okay, BTF fasst es sehr gut zusammen. Wird jetzt einfach random geopfert, weil es wird schon seinen Grund haben. Grün. Hey, kiddo. How are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers! I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Here we are. Cauldron Lake. Time to get to work. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map. Okay, dann wollen wir mal Licht in das Dunkel bringen, was wir eben gesehen haben. Ja, welche Taste soll das sein? I think I hear someone. Could be our deputy. I can go take a look. Quit your belly aching, Thornton. I'm up here now. That's just how the cookie crumbles. Okay. Hey, over here. Ah, sehr. Hey there. Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be leading this case.
Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, Federal agent's right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? Okay, wir hätten gern ein Briefing erstmal. What can you tell us about the crime scene? Tell them about the heart. I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, well, you know, inside. So kann man es halt auch ausdrücken. Aber dass er der andere gleich so ungeduldig ist. Meine Güte, mal 5 Sekunden Ruhe. Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. Okay. Ja, schauen wir uns mal die Leiche an. Ich meine, wir haben es ja schon im Intro gesehen. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Mulligan, tell them I'm here, waiting. I'll show them around. They got it, Thornton. Okay, dann wollen wir mal. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. Okay, nicht die Taste. Jetzt darf ich. The Mind Place. My version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. The facts are on the board. Okay. Everything we know about the previous murders. Worth taking another look. Ja, definitiv. Okay, wir haben bislang 3 vorherige Opfer. Okay, 2010. Ich habe überlegen, ob das müsste irgendwann dann sein, wo das erste Alan Wake gespielt hat. Mhm. Okay. Ja, da darf ich würde mich hier gerne selber umsehen. Dankeschön. Mhm. Okay. Okay, ja. Mehr Infos bitte. Okay, also er ist recht früh aufgetaucht, wenn die anderen beiden sehr viel später aufgetaucht sind. Waren wahrscheinlich auch alle Opfer des Kults, also gehe ich mal von aus. Okay. Mhm. Und das auch genauer ranzoomen, oder nicht? Also, wir haben hier noch was und also. Ah, was haben wir denn hier noch? Die Karte. Wo wollen wir denn hin? Und das ist der Tatort. Okay. Werde ich mich bestimmt noch mal 15 Mal verlaufen, Weg dahin. Warum gibt es hier sonst noch irgendwas? Nö. I
Na, wollen wir da mal hin. Already hard at work, Anderson. Close to cracking it? We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. Okay, Hey, also es ist, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Real funny, Anderson. wir sehen, und auf jeden Fall hat es Stairs are out. You kein okay to jump down? I'm not that old. Bild doch reden. Ich wollte sagen, es ist wie typisches Souls-like. Dürfen nicht denken, wenn wir fliehen. Ist das denn hier echt? Okay, das ist immerhin gibt es eine echte Pause noch zusätzlich. Ja. Okay. Boah, das ist ein Berg. Fucking nature. Gives me a headache. There's too much sky. Okay. Sollen wir ihn in seinen Keller einsperren oder wie? Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Okay, ja. Ja, er kommt auf jeden Fall in seinen Keller. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. Try explaining it one more time. How much clearer can I make it, Mulligan? Und da ist so ein freundlicher Typ. Hey! Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. So, FBI, huh? That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? Thornton, he's joking. Let's just see this body, shall we? Haben sie ihn wenigstens abgedeckt oder sind wir voller Scene of the Pracht? crime. We found him on the table. And we didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Also zumindest das Herz haben sie nur daneben gelegt. Warum haben sie es The dann? body is positioned on the table. Ritualistic. Okay. Okay, wir nehmen das da. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Möglich. Ja, wir sollten vielleicht erstmal nachgucken. Die Spuren. Mehr Fußspuren. Wir machen noch ein paar dazu. Einfach weil es geht so. Das hätten sie vielleicht absperren sollen hier so, dass man da nicht drauf rumtrampelt.
Können wir denn noch untersuchen? Das Herz ist draußen. Inside stab wound. Chest cut open. Heart removed. Mhm. The killer left the heart right next to the body. Jupp. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. So ein bisschen, ja. Und jetzt müssen wir es gleich wieder hier einordnen. Ah. Okay. Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Hm. Indem ich was drücke? Das drücke. Okay. Ja. Haben die anderen. Wir ihn nochmal. Mhm. Ja, aber die anderen sind doch komplett aufge... Ah, das ist doch was anderes? Achso, hier. Schnitt in der Brust. Herz fehlt. Ja, okay. Das passt nicht zu dem, was da drunter steht. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Large amount of blood on the table. The victim died here. Mhm. Multiple people were here. Multiple killers? Vielleicht. Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? Möglich. Gleich schon wieder einbauen oder wollen wir uns noch mehr umgucken? Hast du schon irgendwas Any gemacht? idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale? Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. Okay. Jetzt wissen wir zumindest, wer war. Mhm. Hier jetzt wieder viel mehr aufbauen. So, das Opfer. Da können wir sagen, wer war das? Später. Das geht hier unten hin. Ebenso wie das wahrscheinlich. Bootprints indicating multiple killers. Mhm. At the party. Ja. Und zu deiner müssen auch irgendwo noch Fußabdrücke von den anderen Typen sein. Von denen, die das beobachtet haben. So you knew our victim. Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Okay.
Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here, I bet there's more to that story. but no happy ending. Hast du noch was zu sagen? I think that's everything. For now, at least. Anything clicking yet? Not sure. Dann wollen wir wieder hier rein. Wir haben ja hier oben noch was. Und zwar das. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Okay, und jetzt können wir halt das andere, was wir hier gesammelt haben, das Stativ gefunden haben. Und die ganzen Sachen da. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Okay. Machen wir das. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Okay, hat sie jetzt übernatürliche Kräfte und kann einfach das, was wir eigentlich im Prinzip nur als Zuschauer gesehen haben, jetzt einfach auch einfach wissen? Nightingale was chosen as the victim. Why? Like the switch, it goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Okay. Haben wir hier drüben noch irgendwas? This mug always cheers me up. Ja, haben wir noch mehr Profiling hier jetzt, oder? Okay, wir können jetzt hier... Okay, wir konnten jetzt also gekonnt mit übersinnlichen Kräften ein bisschen was nachstellen. Ja, kennt man ja. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Well, okay. Well, I'll just wait here. Mach das. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Wenn man... Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty
complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Mm-hmm. Lots of questions. Lots of answers for us to find. I didn't know trees got that big. Gives me the creeps. You need to get out more. It is kind of creepy, though. Ach was. Das ist doch nicht gruselig durch ein... Ah, Moment. Der war mal offen. Aber ja, es ist halt schon einfach, wenn man einfach Gedanken lesen kann, dann kann man einfach Fälle zurück lösen. Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. It makes no sense. There's a piece of paper on the ground. Mhm, ist das jemand... Also nee, das ist hier das Dingens. Das ist halt, keine Ahnung, Geisterzettel oder... Ja, wollen wir damit irgendwas machen oder eh nicht so? Kann da dran zoomen. So, jetzt. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Mm-hmm. Like a manuscript. Page of a story. The killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the the words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept? Even if they knew it would end up hurting them. Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. Okay, es war wahrscheinlich einfach Alan Wake schuld. Hier noch was jetzt? Profiling, ja, genau. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. Okay. Mhm. Mhm. Ja. Okay. Von mir aus. Ja, dann kamen wir daher und wir haben die Spur verloren, weil man da nicht mehr durchkam. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. Jetzt die Neues, da ist was Neues. Okay. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Okay. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay.
Dann gehen wir wieder zurück. Whoever wrote that page made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative. To do what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? Are we characters or the audience? Witnesses to their design? All the above? It's all about control. Deciding what happens to who. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. Das war wahrscheinlich Alan Wakes magische Schreibmaschine, der die Welt ändern kann. Aber ja. You made it back. Good. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Nee, wir wollen die Leichen. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination, ASAP. Well, sure. But the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Thanks. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Oh, nehmen wir das einfach mal hier. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. Ah, wir können ihn ja... wenn wir sehen und unseren Kollegen Casey packen wir einfach gleich wieder in den Keller. Bock auf irgendwas hier. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. So, und jetzt? Dank. Hier richtig? Ja. Ob das jetzt so eine große Abkürzung war, weiß ich jetzt auch nicht, aber... Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. Jupp. Machen wir das. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. Mhm. Dann können wir uns nämlich die Stadt auch mal anschauen. Ja. Gehe ich eine Karte oder The diner's sowas? just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee.
Ja, okay. How much coffee have you had today, Charlie? Laufen die gleich für Werbung. Ah, da ist es ja schon. Ja, viel für die Stadt, wenn wir 2 Häuser weiterlaufen. Jetzt müssen wir irgendwie, weiß ich nicht, wie weit hier rüberlaufen, aber das ist ja hier gleich um die Ecke. Oh, steht drauf. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Okay. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. Na, lassen wir die einfach mal bei ihrem Kaffee reden und... Oh, wo sind die beiden denn? Müssen die beiden hier sein? Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? Okay. Dass Sie gleich erstmal fragen. Schon Respekt den Beamten gegenüber, bitte. What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. Okay. So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. Okay. Warum ein Kult? Ja, okay. Es wirkt jetzt so ein bisschen so, wenn die da mit ihren Masken rumlaufen. What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, and then we found out. The whole thing was terrifying. That's all. Und sie haben was gefunden. Ja. Sich jemand verplappert. The cult of the tree. What aren't the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree back, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. Wie schön, dass wir einfach Gedanken lesen können und es jetzt exakt wissen, nicht irgendwie hinterfragen müssen oder so. Nö. Und es wird auch bestimmt total sicher sein, dass sie das bald... The Bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with the murder. They were telling the truth. Mhm. Okay. Ich meine, so eine Gedankenlesenfähigkeit ist schon praktisch, wenn man Detektiv ist und einfach direkt die Wahrheit rauslesen kann. Mit zur Falltafel, was bin ich hier noch? Ach, hier sind die Manuskriptseiten.
Hier irgendwas? Okay, hier hat sich schon mal irgendwo was Neues aufgetan. Okay, packen wir das dazu. We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. Hm? Haben wir hier noch... Also Fall abgeschlossen. The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. But it's my first cult case. Exciting. Okay, ja, sei aufgeregt, ist ja auch vollkommen harmlos sowas. I need to know more about the cult of the tree if I'm going to shut them down. Kannst du die beiden direkt nochmal fragen, was sie dazu gefunden haben, wenn man schon, wie gesagt, wenn man schon weiß. Was haben wir hier? Ja, das ist definitiv irgendwas mit den Hirschen. Ich meine, irgendwas wird hier schon mit Hirschen sein. Ich meine, die haben hier ein riesiges Hirschfest, also von daher. Ja, wie es, genau. Ich glaube, du hast was gefunden. Ja, sie verplappert und außerdem können wir Gedanken lesen. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Told you not to keep that thing, Jimmy. Mhm. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing Deerfest. Oh, God. Saga! Saga Anderson. As I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. Okay, das ist die Stadt der Weirdos. Also ich meine, wie kann sie es wissen? Also du kannst Gedanken lesen. Vielleicht kann die andere das auch. Also, wir können halt alle Gedanken lesen hier scheinbar. Nee, zu ihr wollen wir nicht die Gedanken lesen. All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Ja, Look, okay. I see. I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally.
Vielleicht kann sie ja hier Sachen vorhersagen. Wahrsagerin oder so. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Er ist dann über die Karte mit. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. How are you? Sogar Teppichboden. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week. But you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Sagen sie, die jetzt auch plötzlich noch Röntgenblick oder sowas hat? Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. He's joking. Okay. Let's take a look at our patient. Okay, ja. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. What was the cause of death? What other clues can the body give me? Vielleicht ist da. They did leave something inside his chest. Okay. Vielleicht ist er dadurch gestorben. Okay. Can't work it out. Writing? How'd they manage that? Mit dem Stift. Also, auch wenn es glitschig ist, ich glaube, man kann auch auf glitschigen Dingen schreiben. The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Defensive wounds. He put up a fight. Mhm. Okay. Dann wollen wir wieder an die Falltafel. Was haben wir denn Schönes? Das gehört definitiv da noch hinzu. Nee. Also. Was haben wir denn jetzt schon wieder? So, wo kommt der denn? Kram denn jetzt hin? Also. Time to see what Nightingale's body can tell us. Er hat blaue Flecken wie die anderen auch. Verschmierte Text. So. Könntest du das bitte? Ist er. Mhm. Das könnte höchstens Todesursache sein. Mehr Text für das Ritual in Schrift. Text is smudged. Looks inverted. Heart can't have been marked before removal. Und er wird vielleicht ein bisschen aufgeschnippelt. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? Mhm. Das ist eine ganze Seite, die er da drin hatte. It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. No, wait.
Okay, jetzt ist er einfach verschwunden. Ah! Na, natürlich. Didn't see her. Could not see into bright light. I'll make you pay. He's coming. No weapon. The page said to get into the light. Einfach ins Licht gehen hier. Okay. Wir wohnen mit Taschenlampe. He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Okay. Gotta move. Now. Vanished. Okay.
Das war unser Opening. Also, geht nicht von selber weiter? Okay, so nicht. He didn't have a heart, but he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared? What the hell is going on here? We need to figure that out if we're gonna do anything about it. Somehow we need to make sense of this. Ja, wir haben einfach mal einen Zombies gesehen. There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. Mhm. Und der Sheriff ist einfach verschwunden und keiner weiß wieso. Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. Wir können ja mal die Seite lesen. Also die ist ja, hat er ja fallen gelassen, was da so drauf stand. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal, their purpose. Okay, genau die Seite da unten. There's one of the pages on the floor. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. Okay. Wer ist er denn hier jetzt? Ja. Wer gelesen? Oh. Haben wir plötzlich ein Radio hier? Ja. Ist das jetzt das Opening nochmal? Ja. Da kann man sich die Lieder nochmal anhören. Okay. Also den Kult. Wir wollen zurück zum Kult. Auszoomen. Was haben wir denn hier? Genau, ist das das Kultziel? Ja, Sachen aufschreiben. Ich bin aber der Einzige. Ja. Er ist ja bislang der Einzige hier. Nope. Ich weiß nicht, was ich damit jetzt anfangen soll. Genau, Wahrscheinlich ist Alan Wake bei den anderen noch nicht involviert. Wollen wir uns mal weiter um. Was haben wir denn hier noch Schönes? Die Ausrüstung. Can't be opened on this side. Okay, das heißt, wir sind jetzt endlich mal im richtigen Gameplay angekommen. Okay, was haben wir hier? Ist noch einer tot?
Ja. Ja. It doesn't budge. Können wir nicht raus. Irgendwie auch die Taschenlampe anmachen. Könnte ich was sehen? An manchen Stellen. Ja, wie gesagt, hier kommen wir nicht durch. Hast du... Nee, du hast ja nichts mehr zu sagen. Das ist nur eine Scheibe. Na, da geht's nicht lang. Hier ist eine magische Barriere, die man nicht entfernen kann. Die Taschenlampe ist leider auch nicht mehr existent. Ich glaube, das ist sowieso dicht. Hier ist dicht. Ja, wir haben alle... Ja, ich glaube, er hat sich aufgelöst ins Nichts. So, jetzt geht der Spaß los. Alles Anklickbares suchen. Nee, das ist nicht das. Haben wir hier noch irgendwas? Nee. Nee, hier haben wir nur die Seiten. Können wir noch irgendwie profilen oder so? Nee. Ja, hier ist das Fernseher. Können wir wahrscheinlich wieder irgendwelche komischen Real-Life-Sachen angucken. Würde sicher mal mithelfen, Casey. Gibt's bestimmt mehr zu sehen. Es ist mein Quick-Menü. Habe ich irgendwo was? Was haben wir denn hier? Hier ist ein Talisman. Okay, was ist das? Okay, Batteriepacks. Suche aber gerade einen Weg. Must be locked from the other side. Ja. So viele Wege sind hier. Ja, vielleicht ist es auch einfach bei dem ganzen Chaos hier einfach irgendwo hingeflogen. Wir untersuchen auch hier die Leichen. Ich durchlaufen. Ach ja. Adventure Games. Wir haben hier ziemlich viele Türen und alles, aber zurück wollen wir auch nicht. Die Leiche ist auch einfach irrelevant. Ja, hilf mal mit, Casey. Ich bin hier schon wieder vollkommen durcheinander. Was ist denn hier alles noch? Mom may be gone, but whenever I read this, I feel like she's still here. Ja, wir müssen halt viel mehr hier rausfinden. Ich würde hier halt mit irgendwas gerne interagieren können. Hier ist nichts.
ich irgendwie die Taschenlampe benutzen? Nee, kann ich ausweichen? Das wirklich nicht viel bringt. Ah, ich kann meine Taschenlampe benutzen. Okay. Vielleicht bringt das ja Licht ins Dunkel. Naja, Batterie sparen hier. Außer es gilt halt nur fürs Gameplay, dass die Taschenlampe also in Kämpfen Energie verliert. Das weiß ich ja nicht. Muss doch irgendwo irgendwas sein. Könntest du dieses Ding hier wegräumen zum Beispiel und da lang gehen. Hier ist er verschwunden. Wenn er sich aufgelöst hat. Die Decke ist schmutzig. Zurück dürfen wir nicht. Das ist unwichtig, das ist alles unwichtig. Ja. Ah, das ist irgendwas rausgenommen. Ich hatte Interaktionsmöglichkeit? Nee. Nee. Ich will hier mit nichts interagieren. Aber hiermit. Nee, hier war jetzt nur die Batterien da, oder? Hier ist halt alles. Can't be opened on this side. Ja. Das mag sein. Könntest gucken, ob hier jemand einen Schlüssel hat oder sowas. Ihr könnt einen Schlüssel haben. Oder mit irgendwas interagieren wollen. Ist ja auch. Kannst du schon. Kannst drauf schießen. Hier ist doch nichts. Ich sag mal jetzt, was ich hier machen muss. Also, wir haben ja alles mit denen hier, glaube ich, gemacht. Ich habe ja nichts mehr. Ja, finde Beweise. Super. Suche ich gerade. Hier ist ja alles nichts mehr. Ach, hier haben wir noch was. A dead man turned into a monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. This is the case we must solve. Okay. Dann sollen wir wieder zurück, oder wie? Jetzt dürfen wir wieder. Page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a Taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. We heard gunshots. Y'all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me.
That's terrible. We'll do what we can, man. Aber er nimmt es auch einfach hin, so, ja, ist ein Monster. Passiert, ist alltäglich. That's crazy, right, Thornton? Nightingale's heart was missing. How could he do anything? Okay, die beiden hinterfragen einfach nichts. They're a fine pair. Mhm. Jetzt noch was machen? Oh dear, I am a tourist, and it appears that I'm lost in the woods. You've only had a tour guide, also. It's bear season. Oh no, a bear. Help. Did somebody call for a tour guide? Oh wow, Koskela Brothers Adventure Tours. Unforgettable tour experiences at affordable prices. That's right, I'm Ilmo Koskela, voted best coffee roaster / tour guide by Coffee World magazine, and I'm here to give you the tour of a lifetime. But Ilmo, I've heard the government has seized and restricted access to many local nature attractions. That is true, Janko. Many local attractions have recently become fenced off by the government, and that's why at Koskela Brothers Adventure Tours we say, fuck the government. We have bolt cutters. Oh wow, you think of everything, and we'll take you anywhere. Hiking through the scenic Elderwood National Park. Fishing in the crystal clear waters of Bright Falls Dam. Bird watching at majestic Mirror Peak. A tour of a lifetime is just one phone call away. Book now to get a 9% discount on this limited edition Oh Dear Diner Coffee Thermos. Okay, also ja, die gab es auch schon in allen anderen Multispielen. Es ist so herrlich doof, einfach nur. Mhm. My client has been held here long enough. Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? A smart choice, Anderson. Yeah, Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case. Whoever you can spare. ASAP. Ja, warum ist er jetzt dahin gelaufen? Think we'll actually find Nightingale at the lake? The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's our best lead. Mhm. Wir laufen jetzt dafür hier rum. Mhm, okay. Jetzt können wir fast traveln zu anderen Bereichen. I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer, Alan Wake. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Ha. It's the same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him?
His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. Vielleicht ist es auch andersrum. Nicht bestimmen seine Werke auch einfach die Realität? Zumindest meine ich war, dass das im ersten Teil das Ende war. Wenn mich nicht mehr alles täuscht. Schön ein bisschen hier. The page says Nightingale's in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. The writer of these pages knows what will happen. Because they're behind this, or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. I need to understand this strange logic. To see the clues. To solve the case. I've been thinking more about the cult of the tree. What sort of cult refers to themselves as a cult? In my experience, they don't. We're not seeing the full picture yet. Hey, hello there. How are you folks doing? Those restricted area signs don't do a damn thing, huh? Naja, die machen irgendwas an dem Ding da. Hey, you're FBI, right? Ja, Hear about that murder? Hello. Saga Anderson. Are you two supposed to be here? I'm Ilmo Koskela. Fantastic to meet you. And yes, Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on important government business. Fixing this impressive piece of hardware. I work for the FBC, ma'am. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. Nasty stuff. How's it going? Okay, also er ist sehr aus dem Werbevideo, wie wir gesehen haben, dann ist er hier bestimmt nicht mit dem Bolzenschneider hier angekommen. Bestimmt nicht. How did you hear about the murder, Ilmo? Do you know anything that could help us? People tend to tell me things. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World amusement park. There's sauna ja vihta. And we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever strikes your fancy. You name it, we probably got it. Okay, und was untersuchst du hier? What is this thing? It's just a monitoring station, ma'am. The Federal Bureau of Control checks volcanic activity and air toxicity levels. No need to worry, though. It's mostly for research purposes. That's one gorgeous weather saga. Looks Nordic. I bet a family member made it. Okay, also FBC stammt aus dem, genau, das stammt aus dem Spiel Control. Und der ist hier bestimmt nicht, um hier irgendwelche Gase zu untersuchen. Stephen, we're investigating a murder that occurred nearby. What can you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid. But I don't know anything about a murder. Operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs. The wiring on this thing frays every couple months. Yep, that's the raccoons. They grow real big here with teeth like you wouldn't believe. Can gnaw right through a garbage can. My mother made this sweater for me. How do you know? I knew it. My mom used to knit those sweaters for me and my brother. Watery, my hometown, was founded by Finnish immigrants. So between your name and the sweater, I figured your family might be from Finland too. Suomi, Finland. Pulla, Karjalan piirakka. Close. My mom's family is from Sweden originally. I don't know much about them beyond that. The sweater is just something to remember her by. That's all for now. Ja, mal gucken. Also der ist, Let's get to the murder site, Casey. Nothing. Just something that shouldn't be here.
Ja. Waren bestimmt ein paar übernatürliche Sachen, wie ein Kühlschrank, der einfach Leute auffrisst, wenn man die nicht mehr beobachtet oder sowas. A lot of things about this case keep bothering me. But one thing feels really off. Breaker's disappearance. I don't get the feeling Nightingale was responsible. He was about to give you more of those pages. Something didn't want us to have them? Or was protecting him from Nightingale? Spontaneous combustion? I don't know. Not the kind of disappearance we normally solve. Mhm. Sollte auch eigentlich das FBC machen, nicht das FBI. Ja, hier ist ein bisschen nasser geworden. Our crime scene's drowning. I never minded rain. Feels like home. No sign of Nightingale. But the page did place him at Cauldron Lake, in an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. Gucken, ob wir hier irgendwie eine magische Taschenlampe oder so jetzt benutzen. We've seen this symbol before. Good eye. Okay. Ah, Fußspuren. Bare feet. Nightingale. I'll see where these footprints lead. Can you comb through the crime scene one more time, KC? Just in case? On it. If anything comes up, I'll radio you. Okay, wahrscheinlich wird das aber uns passieren, wenn wir jetzt gleich Richtung Baum gehen und sich da gleich die Öffnung bildet. Wenn ich den Weg jemals da wieder hinfinden werde. Aber vom Regen her und dass es düsterer wird, würde ich sagen, nicht richtig. Where'd you go from here? Uah. I can feel something. A presence. Nightingale isn't far. Okay. Mal gucken. Haben wir hier ein bisschen Munition. Ah, wo haben wir denn? Okay. Kann man sich dahinter stellen, durchgucken? Da flimmert irgendwas. Seems like it's reacting to the light. These aren't the same tracks that were here before. They're headed into the tree, not out of it. Okay, dann. Also, das kostet jetzt wahrscheinlich. My flashlight burned the dark stuff away. Und das kostet halt Energie. The fuse was in place. Saga stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. The witch's hut. Okay. I trust the pages to lead me to the overlap. Okay, dann wollen wir die mal suchen. Also, hier haben wir ja wenigstens diesen Hinweis. Können wir jetzt den Text hier lesen? Okay. Ah. Das klingt so ein bisschen wie die Fälle, die wir hier so machen.
So, können wir hier erstmal wieder ein paar Hinweise machen. Ja. Genau. Okay, irgendwo muss eine Sicherung sein, die wir suchen müssen. Okay. Light is the key. Mhm. To stay safe. But for something more to be revealed as well. Ja, das haben wir eben schon gemacht. So, jetzt haben wir auch noch für den Kult mehr gefunden. Und zwar das Symbol. Das ja auch auf dem Ritualplatz war. Aha. Kumpel im Wald. Und wo will ich denn noch hin? Okay, wir können wieder Gedanken lesen noch. I know Nightingale is somewhere around Cauldron Lake. The tree was a threshold. This place and the dark place. You're in over your head. Next stop, Caldera Street Station. The threshold. Like a doorway. Leading to Nightingale. It's somehow connected to a tree. Witch's Ladle? Hm? Führt einfach nach Silent Hill oder so. I need to find the witch's hut. Hm? Also wir müssen irgendwo ein Gerümpel finden, eine Sicherung. Dann kommen wir wahrscheinlich auch irgendwann hier durch. So, aber jetzt muss ich mich hier wieder zurechtfinden, denn ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Da hinten werden wir das Zeug gefunden, also Munition. Ich meine, wir hatten noch eine Karte. Karte. Da, Karte. Ja, okay. Wir können hier einfach links hoch. Das ist machbar. This is the witch's hut. Anderson, thought I saw something in the woods. Probably just a deer, but I'm gonna check it out. Okay. I found another page. Following up on a lead. Keep checking in. Roger. So. This is busted. Und im Gerümpel irgendwo finden wir eine weitere. Mhm. Okay, da ist jemand ein bisschen neugierig ist. Achso, das ist nur ein bisschen rumklippender Gegenstand. Umklippender Stuff. This one looks good. People should really stop littering, though. Ah, ich glaube, hier hat jemand ein bisschen länger Zeit verbracht. Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies. Mhm. Ellen überwacht uns. Okay, Fragmente. Ah, okay. Okay, brauchen wir aber noch ein bisschen mehr.
Ja, und hier ist die Hütte. Zumindest ist sie modern genug, dass sie elektrisches Licht hat. Ja, okay, ein paar Geister sind hier drin. Sagen wir mal guten Tag. Ah, okay. Speichern. Another page. Making progress. The image of the witch in the sign. Saga addressed the witch. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. Okay. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message? Licht. The page from the witch's hut seems to be describing some kind of ritual. Okay. Mhm. Okay. Nightingale's heart disappeared from the morgue. Where is it now? Wahrscheinlich in Nightingale, nachdem er es sich zurückgeholt hat. To get into the overlap, I need to find Nightingale's heart. Read the line imprinted on it, plus the line on the page to the witch's ladle sign. Then push the heart through the hole in the sign. Okay. Was haben wir hier noch? Okay. Jetzt können wir ein bisschen mehr Gedanken lesen. I need Nightingale's heart to get to the overlap. Where is it? The cultist leaned close. He was there, but he was risen. Nightingale was there. The opposite of sunspots. Who said that? That's not it. I don't have what I need to find Nightingale's heart. There must be more. Nightingale's heart. Where is it? While they played cards in the general store, the witch had stolen his heart. Get out of my house. Nightingale's heart is at the general store, in a fridge. Praktisch, dass wir das alles herausfinden können, in dem... The general store for the heart. Casey, I'm headed to the general store. I think I know how to get into the overlap. Roger that. I followed some ATV tracks in the woods and got a bit turned around. Did you get lost? I've only been lost once in my life, Anderson. The years I spent with my ex-wife. I'll find my way back, don't you worry about it. Okay. Wir sind oft speichern. Es wird nicht bestimmt heißen, dass jetzt hier gleich ein paar Gegner kommen werden. Ich habe mich bereits jetzt schon wieder verlaufen. Das ist gut. Irgendwann demnächst müssen wir auch mal ein paar Gegner bekommen, glaube ich. Hier müsste ich, glaube ich, irgendwo lang. Vielleicht. Muss ja weiter oben sein. Ist das hier? Nee, das hier müsste das Tor sein. Vielleicht.
Ach, wenn man noch bloß sowas wie einen Orientierungssinn hätte. Ja, aber ich glaube, ich muss immer außen rum. Hier kommen wir nicht rein. Also einmal außen rum. Das ist praktischerweise ein bisschen Licht. Oh, oh. Licht tanken. So, was haben wir denn hier Schönes? Benzine, Zigaretten, Bier, mehr Bier. Walkie-Talkies. Jumpscares. Okay. Text. Mhm. Okay. Wir wollen nichts waschen gerade. Meine Güte. Okay. Okay. Okay, Kollege. Occultist. A monster. Like Nightingale. Oh. Und von dem ist mir so übrig jetzt. Okay. Eine weitere Seite. Okay. Da krisselt irgendwas vor sich hin. Haben wir hier noch mehr? Ja, hier drüben. Ah, mehr Ausrüstungsfläche. Das ist immer gut. Okay, wir sind jetzt bei Fortuna an der Kasse. Wie gesagt, ich gucke erst nämlich um und dann nehmen wir gleich das Herz mit. Wo ist denn hier die Kasse? Wer hat denn die Kasse gefressen? Okay. Ah. Ja, das sind hier sind ja alle durchgestrichen. Ach so, so funktioniert das. Das ist die 739 dann. Nehmen wir das da hinten doch mal mit. Da hinten wirklich irgendwas, was sich hinrödelt. Das Spaß hier auch noch mit. 7. 39. Mhm. Nehmen wir das damit. Okay. Kann nicht schaden. Okay. Nee. Schnellauswahl. Dahin. Schnellauswahl. Dahin. Ja, okay. Heal Stuff. Jetzt hier noch ran. Jetzt mache ich mal das ganze Gedöns hier weg. The text on the heart is clearer now. Legible. Mhm. Ja, du musst das Herz auch mitnehmen.
The heart? I knew it would be here. Like I saw it in a dream. And now I need to give the heart to the witch. Makes total sense. Definitiv. Casey, there are cultists in the area. They're taken, like Nightingale. Watch yourself out there. Yeah, thanks for the heads up. I'm still finding my way back. You have the worst sense of direction. Any city in America I can get through drunk and blindfolded. It's these damn trees. Okay. I'm en route to Witch's Ladle. I need to perform a ritual to open the overlap. This case just keeps getting weirder. But it is exciting. Okay. Andere hat auch einen ähnlichen schlechten Orientierungssinn wie ich. Und vielleicht sollte er in eine Wüste ziehen. Da gibt es keine Bäume. Also ich muss ihn, glaube ich, erst einmal sichtbar machen. So, und dann können wir ihn hier. Au! Nee, so verläuft die Geschichte nicht. Wo sind wir jetzt? Ob es direkt nachdem wir das Das habe ich alles. Okay, also direkt nachdem wir das Herz. Direkt nachdem wir das Herz geholt haben, habe ich einen Checkpoint. Sehr schön. Hier lang? Nö. Da lang, glaube ich. Da lang. Sie ist nicht der Einzige mit schlechtem Orientierungssinn. Ich kann das auch sehr gut. So, erstmal gucken, wie wir die Gegner am effizientesten zerlegen. Wir nicht irgendwie so Licht oder so bekommen. So, und jetzt mit mir weg. Weiß, wie man nachlädt. Ja, also jetzt darf ich. Oh, das ist also hier so ein bisschen HP wieder scheinbar. Ja. So, wir brauchen das Herz. The wave crashed on the far side of the mirror. I brought you the Heart Witch. Show me the terror.
Wir durch, jetzt geht's nach Silent Hill. Okay. Casey, I think I'm in the overlap. Are you still on your way? Casey! Casey, do you read me? Fuck. Nope, wir sind jetzt in Silent Hill. Going in solo. Den da. Mal dahin. Damit ich das schnell nutzen kann. Logan? Logan! Where are you? What the fuck was that? Logan's back in Virginia. You're imagining things. Muss ich jetzt lang? Oder es kommt jetzt die Prophezeiung, dass die real wird. Hier komme ich ja her. Hier sieht aber auch wirklich alles gleich aus. Wo ist jetzt hier Nightingale? Wo bist du denn, Kollege? Hier ist nicht so viel. Ich habe nur die kleine Ecke hier hinten. Oder halt den großen, den kleinen See da drüben. Ah, hier haben wir den Kult wieder. So, hallo Kult. Hallo Nightingale, wo bist du? Ich übersehe doch schon wieder irgendwas. Da kam ich hier aus dem großen Baum und haben wir Ritualsymbole, mit denen ich nichts machen kann. Hier ein kleiner Trampelpfad Richtung Wand. Hier ist einfach nichts. Irgendwas auf dem Boden vielleicht. Nö. Und dann haben wir hier noch einen kleinen See, wo ich davon ausgehe, dass hier irgendwo der Kampf stattfinden wird. Vielleicht irgendwann. Wenn ich den richtigen Trigger finde. Durch den Wald geht auch nicht. Irgendwo hoch. Kann man das falsch machen? Ich bin da lang gegangen und jetzt sollte hier wahrscheinlich irgendwas kommen. Hier hin. Ich habe ja Ziele. Ja, wir sollen Nightingale besiegen. Wo ist er denn? Das sieht verdächtig aus. Aber hier kann ich nichts mitmachen. Oder gibt es hier einen Schalter?
Ja, da sind noch mehr Kultsymbole. Den kann ich hier nichts machen. Ist hier auf den Stein? Hm. Und irgendwelche Kultsymbole. Ne? Dann gehen wir erstmal wieder hier unten an die Falltafeln. Nichts. Hm? Ah. Das hat mir jetzt nichts gebracht. Hier kam ich ja hier. Hier zurück oder wie? Okay. Ah, jetzt sind wir doch wieder hier plötzlich. Einmal. War richtig. Okay, das war jetzt tatsächlich so gewollt. Und dann so, als man zurück muss. Okay, Nightingale betritt den See. Need to find Nightingale. Wir wollen zur Falltafel. Ich gerade noch eingesammelt. Weiter lupen. Okay, wir kommen daher. Okay. Gehen wir wieder hier lang. Das ist dann halt so. Nur Jumpscare? He's here. Nightingale. Mhm. Who is that? It's like they're coming in over a bad signal. Ah, was haben wir hier noch? Bisschen Stuff. Nightingale's badge. Mit, nehmen alles mit. Nochmal ordentlich ausgerüstet vom Bossfight. Nicht hier mit irgendwas machen? Nö, dann lassen wir es einfach liegen und gehen weiter. Ab ins Licht. Jetzt springen wir irgendwie hier komplett über die Orte. Okay, da haben wir ihn ja jetzt. So. Au. Au. Nee, das hat nicht so funktioniert, wie ich das wollte.
Also, was möchte ich? Ich möchte ein Heal, bitte. Oh ja. Und dann nehmen wir mal das. Kann ich das noch nachladen? Nee. Nehmen wir mal die dickere Waffe. Ach. Wo ist er? Wohin denn? Zurück? Wir können nicht fliehen. Oder? Vielleicht doch? Ich habe keine Ahnung. Wo bist du? Kann ich ihn eigentlich nochmal? Nee. Okay, einmal ins Gesicht. Wo bist du, Kollege? Wo bist du? Da bist du hier. Okay, unterbrechen wir mal das Nachladen. Hier ist noch ein Weg. Wo bist du denn? Oben irgendwo. Da bist du. Was ist das? Was ist denn da? Was ist nochmal? So, was ist jetzt? Haben wir jetzt mal. Au! Au! Warum kann er so schnell hintereinander angreifen? Das ist ja doof. So, erstmal wieder ordentlich healen. Waffe wieder auspacken. Und noch eine Runde. Und nee, kann man nicht skippen. Das ist keine Cutscene. Das zählt nicht als Cutscene. Ja. So, er macht jetzt irgendwie... Er macht jetzt wieder sein Gedöns da hinten. So. Jetzt weiter. Jetzt ist er hier gleich wieder irgendwo. Mal den ganzen Spaß hier mit. Wenn er jetzt auch gut spielen könnte, wäre das auch noch von Vorteil. Da geht's weiter. Vielleicht wieder irgendwo. Wo bist du? Au. Was machst du da, Kollege? Und wir hier erstmal wieder. Hart nach. Wir haben doch keine Zeit für Nachladen.
sie lädt auch echt, lädt auch langsam nach und ausweichen ist ja sowieso eher so die. So, nochmal. Ja, mache ich doch. Mag keinen Stress hier. Was und was? Aua! Ein Heal, please. Also wir haben immer hier so scheinbar ein bisschen zwischendrin Zeit. Ah, da ist er jetzt wieder. Hi. Und wieder so. Ein möglichen Stuff mitnehmen. Oh, das war eine Menge Munition. Das ist gut. Will ich nicht hin, ich will wieder nach oben. Kommt er hier von irgendwo? Ja, das macht halt nicht so viel Schaden, ne? Ah, komm mal her. Jetzt aber. Now he's dead. Who are you? What is this? Who are you? Hear me. I'm Saga Anderson, FBI. I can hear you. Cauldron Lake. Yes, I'm at Cauldron Lake. Where are you? How to escape. In danger. The dark presence. Danger. Thanks. Got it. Hey! Are you okay? No! It's my fault! It got out with my face! Scratch! Sir, calm down. I'm gonna need you to take a breath. He's changed the story. The dark presence. We must stop it before... Easy now. First things first. What's your name? My name is Alan Wake. I'm a writer. I've been... Wake? Where did you come from? You've been missing for 13 years. 13. In the dark, miles apart, made a promise that I'm coming out alive. Raging heart, went too far,
I will never lose myself again. Oh, I was calling you. Did you hear me? I lost my way. Lost my way. I was trapped in 1,000 nights with no escape. Nightmares taking me over, and now I'm wide awake. And now I'm wide awake. Oh, I died like 1,000,000 times. Feel waves I break. The nightmare's finally over, and now I'm wide awake. And now I'm wide awake. Ist jetzt hier jedes Mal ein Intro pro Kapitel oder? Keine Ahnung. Blinding lights, burning eyes. I can see myself and I don't need to hide. My foolish pride paid the price. I will never leave again. I'm by your side. I was calling you. Did you hear me? I lost my way, lost my way. I was trapped in 1,000 nights with no escape. Nightmares taking me over, and now I'm wide awake. And now I'm wide awake. Oh, I died like 1,000,000 times. Feel waves I break. The nightmare's finally over, and now I'm wide awake. 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 Oh, I died like 1,000,000 times. Feel waves I break. The nightmare's finally over, and now I'm wide awake. And now I'm wide awake. Okay, schauen wir ja. Folge 3. Anderson, where did you go? All of a sudden, the radio stopped working, and then that flooding just disappeared. Crazy forest. Is this who I think it is? Casey, say hello to Alan Wake. Mr. Wake, this is Special Agent Alex Casey. He'll escort you to our car. Casey, I'll meet you there, right after I take a look around. If the flooding's receded, there might be evidence we missed earlier. Okay. See you there. Okay. Alex Casey, how? Am I still? Is this the dark place? No, it can't be. I got out. Yeah, the PI from your books has the same name as me. Great. Moving on. It's a bit of a hike to the car, Wake. Just get your bearings, then we'll head out. I need another minute. Cauldron Lake. I thought I'd never see this place again. Take your time. But you should know these woods aren't the safest. Yeah. It's getting dark. You have a flashlight? It's not safe without a light. I have a light. And a gun. You can relax, Wake. And pages. If you see pages of writing anywhere, you must take them and keep them safe. Our lives could depend on it. They have vital information. We know about the pages, Wake. We'll keep an eye out for them. Okay. Okay, just give me a moment. It's okay. Take your time. Er wirkt ein bisschen genervt von dem Ganzen auch. Wir können uns jetzt hier umschauen. Should look around. With the flooding gone, could be further clues out there. Mhm. The flooding disappeared very suddenly. I wonder if there's any connection to the overlap. To Nightingale. Wenn ich annähernd wüsste, wo ich bin. Warte.
Okay, wir können da links lang. Es ist direkt dahinter. Das hier ist überflutete Gebiet oder? Vielleicht. Vielleicht. Müsste ich ja hier nicht hochkommen. Okay. Da sollen wir uns hier direkt am See umschauen. Gut möglich. Aha. Sehe nur gerade nicht so spannend viel benutzen könnte. Also so eine ganze Menge Bäume. Die sind jetzt nicht so spannend. Wie gesagt, hier komme ich nicht hoch. Hallo, ist hier irgendwo irgendwas Spannenderes als nichts? Hey, Casey. What's the forest's favorite shape? Please, Anderson. Just one case without the A triangle. I don't get it. Yes, you do. Wir wissen, ob hier irgendwas ist. Bevor wir weitergehen und hier nicht zurückkommen. Ich sehe hier auch absolut gar nichts. Von diesem gar nichts sehe ich jede Menge. Wie gesagt, außer dem Weg, wo ich nicht hochkomme. Ich weiß nicht, ob man hier hoch soll, aber es geht gerade nicht. Dann gehen wir jetzt erstmal weiter. Vielleicht ist es doch wirklich nicht hier gemeint. Ah. Okay, das ist ein halbgefressener Hirsch. Was passiert? Den kommentiert sie hier nicht, ne? Der liegt da einfach. Ah, und hier ist auch am Anfang der Nightingale gewatschelt, näher gegangen. Stichen, keine Ahnung. Fällt kein Wort ein gerade. Gewackelt vielleicht. Da ist was. Nehmen wir mal mit. Noch Stuff. Ach, das war der Stuff aus dem Bosskampf. So. Gut. Jetzt gerade gespeichert. Das ist schön. Denn, ich würde mal sagen, das reicht fürs Mal reinschauen. Die optionalen Bereiche werde ich dann selber erkunden. Ja. Jo, Zeit müsste ich spiele mal gucken, wie weird das noch wird. Also.
Der Anfang war jetzt ein bisschen, die erste Stunde wirklich ein bisschen sehr träge, fand ich. Aber gut, ich muss ja halt wieder erst aufbauen, aber vor allem, dass sie auch einfach hinnimmt, dass sie übernatürliche Kräfte hat. Was sich dann bei anderen beschwert, wenn die übernatürliche Kräfte haben. Aber gut, das soll es gewesen sein. Beim nächsten Mal haben wir, es dann das nächste Mal gibt. Aber ja, das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Deswegen würde ich sagen, bis dahin. Tschüss.